Heute sprechen wir über die 7 häufigsten Fehler bei der Verwendung einer Heißluftfritteuse. Seit 2016 koche ich mit Heißluftfritteusen und habe schon über 7 Bücher dazu geschrieben und helfe Besitzern von Heißluftfritteusen, Zeit und Geld zu sparen. Der 6. Fehler ist der kleinste Fehler, der aber mit am gefährlichsten ist. Wie du diese 7 Fehler vermeiden kannst, erfährst du in diesem Video und so genussvoll essen kannst. Fehler Nummer 1: Mit selbstgemachten Pommes anfangen. Doch warum soll das ein Fehler sein? Ich habe eine sehr große Facebook-Gruppe und da hörte ich sehr oft: Hätte ich gewusst, was ich alles mit ihr machen kann, dann hätte ich sie nicht erst im Schrank versteckt. Ja, ich versuchte erst Pommes zu machen und die wurden nichts. Ärgerlich verstaute sie dann zurück in den Schrank. Ja, das sind Meinungen, die ich sehr, sehr oft so hörte. Jetzt, wo ich weiß, wie es richtig geht, wie ich es machen muss, habe ich Lust, viel mehr zu machen. Mehr und meine Pommes werden richtig super. Doch bevor wir übergehen, wie ich zeige, wie Pommes richtig gemacht werden, erkläre ich erst einmal die 6 anderen Fehler noch. Und schon kommen wir zu Fehler Nummer 2. Du hast vielleicht gesehen, dass ich unten Backpapier rein habe und dann da oben drauf die Pommes. Und jetzt siehst du, was der Fehler Nummer 2 ist. Einmal das Backpapier unten drunter. Eigentlich sind das schon 2 Fehler, die ich dir jetzt hier gleich mit einmal zeige. Das andere ist, dass viel zu viel Pommes drin sind. So nehme ich jetzt hier die Pommes wieder raus. Ja, und warum ist das ein Fehler, wenn zu viel Pommes drin sind? In der Heißluftfritteuse ist ein Gerät, was zirkulieren muss, wo die Luft an die Ware kommen muss, von allen Seiten. Und je voller die Heißluftfritteuse ist, desto schlechter wird dein Ergebnis. Also die Pommes jetzt hier erstmal wieder raus. So, der nächste Fehler ist ja, dass das Papier noch drin ist, also das Papier raus. Mein Gitter, und wenn du Papier benutzen möchtest, jetzt ein Tipp von mir, dann pack das unten drunter und das Gitter oben drauf. Dadurch hast du gewährleistet, dass trotzdem noch Luft an die Pommes kann und du deine Heißluftfritteuse trotzdem etwas schützen kannst, wenn du den nicht so viel reinigen möchtest. Ja, und jetzt ist ganz wichtig, dass ich jetzt nicht wieder so voll packe wie vorhin, sondern so, dass von allen Seiten noch gut Luft rankommt. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, den ich auch weiter dazu noch sage. Hier ist die Größe deines Pommeskorbs doch sehr ausschlaggebend. Wenn du einen kleinen hast, dann kannst du nur kleinere Portionen an Pommes zubereiten in der Heißluftfritteuse. Bei größeren ist das so kein Problem. Kommen wir jetzt zu Fehler Nummer 3, das richtige Öl. Schau unbedingt, bis wie viel Grad dein Öl erhitzbar ist. Und auf keinen Fall Öl da unten rein kippen. Das ist der nächste Fehler. Leider wird das ab und zu mal in Fernsehshows gezeigt. Sogar ein Testbericht wird das gezeigt. Lies unbedingt deine Gebrauchsanweisung ganz genau, wie du deine Heißluftfritteuse benutzen darfst, ob eventuell Öl unten rein darf. Was du jetzt machen kannst, ist dein Gitter etwas leicht mit Öl besprühen, damit die Speisen nicht dran haften bleiben. Aber nochmal zum Öl zurückzukommen: Rapsöl, Kokosnussöl. Diese Öle, die hohe Rauchpunkte haben, die sind ideal dafür. Auch Olivenöl kannst du verwenden. Ich persönlich selber mag Olivenöl nicht so, deswegen nehme ich immer gerne Rapsöl. So, und jetzt habe ich hier gleich mal ein paar kleine Garnelen geholt, tiefgefroren. Du siehst, die sind noch richtig fest gefroren. Die tue ich jetzt auch etwas auseinandernehmen. Die kommen auf das Gitter jetzt hier und kommen in die Heißluftfritteuse rein. Dann schauen wir uns das Ergebnis danach auch gleich mal an. 180 Grad und 10 Minuten. Und dann siehst du, wie wunderbar, wie einfach, wie schnell du wunderbar ein paar Garnelen auch zubereitet hast. Ja, wenn du jetzt Speisen hast, wo du noch Öl dran haben möchtest, dann kannst du die leicht mit so einem Ölsprüher dann entsprechend noch von oben einsprühen. Aber mehr Öl brauchst du bei einer Heißluftfritteuse wirklich nicht. Es gibt auch fertige Sprühöle, die für die Heißluftfritteuse, für den Airfryer extra sind, bis 250 Grad. Die kannst du auch super verwenden. Schau, und hier haben wir schon das erste fertige Essen. Unsere ersten Garnelen sind fertig. Sind 180 Grad, 10 Minuten war das Essen fertig. Und ich nehme das jetzt hier von dem Gitter runter. Und jetzt kommt gleich kein Fehler, sondern ein Tipp von mir. Ja, du siehst, dass ich die Garnelen alle soweit gut runter bekommen habe, aber da unten drunter stecken noch ein paar, die unten durchgefallen waren. Und dafür habe ich jetzt auch einen Tipp für dich, wie du das vermeiden kannst. Ich habe hier so eine Silikonmatte
Und die schneide ich jetzt entsprechend der Größe zu von meinem Frittierkorb. So, das Gitter ist fertig zurechtgeschnitten. Jetzt nehme ich diese Rissplatte unten wieder raus. Ja, ich nehme jetzt auch meine Garnelen mal raus. Tue das mal schnell so jetzt oben drüber. Packe jetzt meine zugeschnittene Matte oben drauf und zeige dir jetzt, wenn du jetzt die oben drauf legst, fallen keine durch. Und du kannst ganz einfach die Matte mit einmal rausnehmen und hast nicht die ganzen kleinen Teilchen von den Garnelen unten drum liegen. Und sehen, so lecker, einfach und schnell sind die Garnelen jetzt auch schon fertig. Ja, Fehler Nummer 4 oder auch ein Tipp: fliegenden Käse vermeiden. Denn nichts ist ärgerlicher, als wenn du den Käse in deiner Heizspirale oben drin hängen hast und alles verpappt ist und du die von der Heizspirale abkratzen musst. Du kannst jetzt dein Toastbrot nehmen, kannst die Scheiben Käse da oben drauf legen und dann wirst du merken, wenn du das in die Heißluftfritteuse reintust, dadurch, dass die ja mit Heißluft, mit Luft arbeitet, kann dir der Käse fortfliegen. Deswegen ein Tipp von mir hier, wenn du so Toastbrot zum Beispiel machst, heize das Toastbrot, machst das die erste etwas vor. So, das vorgeheizte Brot ist zurück. Das ist jetzt richtig heiß. Und jetzt kann ich entsprechend meinen Käse oben drauf legen. Denn dadurch, dass das Toastbrot jetzt heiß ist, schmilzt das Ganze entsprechend jetzt schon leicht an und der Käse fliegt nicht mehr. Solltest du das mal nicht vorheizen möchten, da habe ich so ein Zahnstocherchen in der Hand, den kannst du auch Nothilfe machen mit dem Zahnstocher, das Ganze fixieren. So, und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich dir gleich noch einen kleinen Trick zeigen kann oder einen weiteren Tipp geben kann. Dieses Toastbrot hatte ich ja jetzt leicht vorgeheizt. Jetzt habe ich mir hier ein Glas geholt und in das Toastbrot so eine leichte Vertiefung reindrücken. Leg das Toastbrot zurück und habe jetzt hier ein Ei, was ich jetzt in die Mulde rein gleiten lasse, sachte. Ja, da hätte ich die Kamera ein klein bisschen besser stellen können. Aber so, die Scheibe Käse noch oben drüber. Und so kommt das jetzt zurück in die Heißluftfritteuse. Das Ganze 180 Grad für 7 Minuten. Und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Tipp oder zum nächsten Fehler: nicht die richtige Temperatur einstellen. So, unser Essen ist schon fertig. Du siehst, so schnell war jetzt mein zweites Essen fertig. Das erste waren die Garnelen. Das ist jetzt das Ei mit dem Käse. Und hier ist nur das reine Käsebrot. Und da musst du mal hören, wenn ich da reinbeiße. Das ist richtig knackig, das knuspert richtig klasse. So, dann schneide ich das Ganze jetzt mal an, dass du auch mal jetzt innen drin reinschauen kannst, nach dem Ei, wie das Ei geworden ist. Du siehst, richtig klasse ist das Ei da drin. Noch etwas kürzer hättest du es auch machen können, wenn du das Ei noch etwas flüssiger haben wolltest. Aber für mich war das so ideal. Und siehst du, das ist jetzt unser Käse. Unten hast du den geschmolzenen Käse, oben hast du den richtig schönen krossen Käse. Das ist sowas von lecker, sowas von top. Und ganz, ganz schnell gemacht. Musst unbedingt mal probieren. Und jetzt kommen wir zum nächsten Fehler: die falsche Temperatur. Viele schauen auf die Verpackung von den Zutaten und lesen dort die Temperaturen und finden da die Angaben meistens für den Backofen. Am Anfang wurde oft der Fehler gemacht, dass die Temperaturgrad so danach übernommen würde. Ja, und was ist der Fehler? Warum kann man das nicht einfach so übernehmen? Die Heißluftfritteuse hat ja einen viel kleineren Garraum. Du hast keine Vorheizzeit und die Temperaturen sind viel schneller erreicht und dein Gargut wird viel schneller fertig. Und wenn du jetzt zu lange in der Heißluftfritteuse drin hast, dann ist dein Gargut trocken und es schmeckt einfach nicht mehr. Und hier habe ich für dich einen Umrechner erstellt. Hier kannst du ganz normal die Temperatur eingeben. Kannst auch deine alten Backbücher oder wenn du sowas hast, entsprechend nehmen. Kannst hier eintragen, wie viel Grad auf der Packung steht. Wenn jetzt 200 Grad steht
Und dann hast du gesehen, hat er das umgerechnet, 195 Grad. Und von der Zeit, wenn da steht jetzt 15 Minuten, würde das brauchen, dann hat er sie umgerechnet auf 11 Minuten oder 12 Minuten. So dass du also nicht mehr 200 Grad einstellst, sondern dass du 195 Grad einstellst und das Ganze mit 11 Minuten. Anstelle von 200 Grad und 15 Minuten hast du weniger Temperatur und kürzere Zeit noch. Was ich unbedingt empfehle, ist auch ein Fleischthermometer, dir das anzuschaffen, wenn du Fleischsachen dergleichen machst, dass du da mit der Garzeit, mit der Gartemperatur von dem Fleisch arbeitest, denn so erreichst du danach optimale Ergebnisse. Da habe ich auch eins mir gekauft. Das schwenke ich auch mal ganz kurz in das Video. Ja, ich habe auch kein klein bisschen wieder investiert. Ich habe mir hier dieses Fleischthermometer da gekauft. Und solange wie das da in der Halterung drin ist, ist es nicht gepaart. Wenn ich jetzt das da rausnehme, du siehst, ich habe mal drauf geklickt, jetzt hat er es automatisch gepaart. Aber ich habe vorher die App installiert und habe das entsprechend auch eingestellt. Also da habe ich jetzt dieses mit dazu gekoppelt, eingestellt. Dann hat man hier entsprechend, kann man auswählen die einzelnen Einstellungen. Und dann hat man hier die ganzen Fleischsorten. Schweinefleisch habe ich jetzt da ausgewählt. Und dann kann man hier entsprechend einstellen von dem Grad, ob man das rosa haben möchte, da Englisch oder dergleichen. Ich hatte jetzt rosa ausgewählt und habe es okay übernommen. Dann gibt es hier noch ein paar Anleitungen, was ich beachten kann. Und dann habe ich jetzt hier meine einzelnen Temperaturanzeige. Ja. Dann habe ich hier Temperaturraum, kann mir die Max einstellen. 74 Grad sind eingestellt. Ja, und das Thermometer hat momentan da jetzt 29 Grad stehen. Das ist also von der Sonne, die jetzt einmal reinscheint. Entsprechend habe ich jetzt hier diese Thermometer jetzt hier, wo ich jetzt mein Fleisch mit messe. So, jetzt habe ich hier mein Fleisch, was ich jetzt aus meinem Gefrierbeutel rausnehme. Das muss mal etwas zur Seite. So, und jetzt kannst du sehen, wie ich jetzt hier mein Fleischthermometer habe. Da ist ein Maß dran, bis dahin muss ich das ins Fleisch reinstecken. Und so stecke ich das jetzt einfach hier in das Fleisch entsprechend rein. Das sieht jetzt weiter aus, als es ist. Das Fleisch steht jetzt zur Seite rüber. Und du kannst jetzt schon sehen, wie die Temperatur jetzt da oben gleich zurückgeht, weil das Fleisch war ja aus dem Kühlschrank. Aber das ist jetzt viel kälter, als das momentan da war. Das passt jetzt automatisch jetzt dieser Temperatur da an. So, ich sehe, dass das jetzt auf 6 Grad runter ist, weil das Fleisch war ja im Kühlschrank. Das hat sich jetzt die Umgebungstemperatur angepasst. Und jetzt kommt das Ganze rüber in den Speedy. Ja, das ganze Video mit dem Fleischthermometer, mit dem Schweinebraten, verlinke ich hier unten in der Beschreibung mal. Fehler 6. Achtung, Brandgefahr. Ja, ein Sicherheitshinweis möchte ich hier mal bekannt geben, der besonders auch bei einer Heißluftfritteuse in der Bedienungsanleitung drin steht. Deswegen auch von mir nochmal der Hinweis, unbedingt in die Bedienungsanleitungen schauen, was da drin steht. Hier einmal ein Sicherheitshinweis. Achtung, bitte zieht die Stecker aus der Steckdose, wenn ihr sie nicht mehr benutzt. Nicht über Nacht drin lassen, es kann zu Bränden führen. Das war hier ein Sicherheitshinweis, speziell jetzt für die Actifay Mini von Tefal, die mit den Rührarm drin hat. Und ja, darauf wird extra darauf hingewiesen, auf keinen Fall den Rührarm auch herauszunehmen. Und es können unter Umständen Spritzer von Flüssigkeiten in den Motor gelangen, was zum Kurzschluss führen kann. Und da sind wir noch mal bei dem Thema Flüssigkeit. Und zwar, ja, es kommen die tollsten Sachen vor, oder es werden die tollsten Sachen manchmal beschrieben oder empfohlen von Mitgliedern, die sich leider noch nicht so auskennen mit der Heißluftfritteuse, die dann auch einfach geschrieben haben, ja, ich kippe das Öl unten in den Korb rein und packe dann darauf meine Fleisch, was ja einmal komplett gegen den Sinn der Heißluftfritteuse ist, aber es ist viel gefährlicher, denn das pure Öl, wenn es in der Heißluftfritteuse drin ist, kann sich viel mehr noch erhitzen da drin, kann viel höhere Temperaturen erreichen und dadurch kann es auch zum Brand kommen. Also unbedingt nicht Öl pur reinkippen. Dann geht es weiter, Mehrfachsteckdosen. Bitte achtet darauf, dass die für eine Belastung von mehr als 2000 Watt ausgelegt sind. Da gibt's, ich verlinke hier auch unten drunter nochmal ein
Ja, Beitrag zur Sicherheit von der Feuerwehr, Brandrisiko, mehrfach Steckdosen. Dann auch Vorsicht mit Backpapier. Solange das Backpapier unten reingelegt wird, alles kein Problem. Nicht Backpapier lose oben drauf legen. Das kann durch den Ventilator angezogen werden. Es hängt sich an die Heizschlange und kann dadurch auch zu Brand führen. Das sollte jetzt mal Fehler 6 sein. Sicherheitshinweise, Brandgefahr. Fehler Nummer 7. Sich nicht trauen. Die Heißluftfritteuse doch wieder in die Ecke stellen, sich kein Rat holen, sich nicht weiter informieren, Videos anschauen, sich Bücher holen, Bücher lesen und einfach probieren. Das meiste klappt wirklich. Einfach mehr Vertrauen. Und jetzt wünsche ich dir, euch allen ganz, ganz, ganz viel Glück, viel Freude, gutes Gelingen mit deiner Heißluftfritteuse.